Gamma-Jobber. Gamma-Jobber. Wir haben jetzt noch mal ganz viele Erdbeeren gepflückt, weil wir verlassen jetzt hier diesen Stellplatz in Mestia. Wir waren jetzt fast 2 Wochen hier, aber wenn man hierher fährt, dann muss es sich auch ein bisschen lohnen, weil es ist quasi so eine 150 Kilometer lange Sackgasse über eine sehr schlechte Straße. Ja, und dieser Stellplatz hat uns irgendwie voll gut getan, weil wir vorher in Georgien einfach nicht so schöne, ruhige Stellplätze gefunden hatten, bis wir halt hier angekommen sind. Außerdem kann man richtig coole Sachen in der Umgebung machen und es ist relativ abwechslungsreich. Und wir haben coole Leute getroffen, mit denen wir einfach gerne Zeit verbracht haben. Aber jetzt ist es auch Zeit zu gehen. Achso, und das Wetter war auch noch ein Faktor im Süden des Landes und in den Ebenen, wo es nicht so hoch ist. Da ist es natürlich viel heißer als hier in den Bergen. Und wir wollten der Hitze so ein bisschen aus dem Weg gehen. Ja, hier war es ganz angenehm. Genau, aber jetzt geht's wieder los. So, jetzt geht es die abenteuerlichen Straßen zurück ins Inland von Georgien. Uiuiui. Thank you. Ja. Jetzt haben wir noch mal 3 Puri gekauft, weil es einfach so geil ist und wir ja nicht wissen, wo wir das noch mal so easy finden. Und die halten sich auch ganz gut. Und jetzt müssen wir noch mal Wasser auffüllen, bevor es dann weitergeht. Wir finden es beide übrigens auch ein bisschen schade, jetzt Mestia zu verlassen, weil 2 Wochen, das ist schon so, dann fühlt man sich hier schon so ein bisschen wie zu Hause. Und so schnell werden wir nicht wiederkommen. Das ist schon noch mal ein anderes Gefühl, als wenn man in Frankreich ist oder auch Griechenland, weil das fühlt sich ja viel näher zu Deutschland an. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann in seinem Leben noch mal wiederkommt, ja ein bisschen wahrscheinlicher als mal eben nach Mestia. Diese Berge und diese Ausblicke, daran habe ich mich schon sehr gewöhnt. Und auch dieser Fluss und dieser Stellplatz, an dem wir standen, das war schon echt wie so ein schönes Zuhause jetzt. Und deswegen ist es schon so ein bisschen, ich habe schon so, weiß ich auch nicht, ich bin schon sehr traurig und fühle mich sehr wehleidig, dass wir jetzt aufbrechen, auch wenn ich auch Bock habe, was Neues zu sehen, aber es ist halt auf jeden Fall auch ein bisschen schade. So, dann haben wir jetzt alles, jetzt geht's dann wirklich los, ne? Ja, tschüss Mestia. Tschüss. Irgendwie war es richtig nett. Bye, bye. Kurze Roadtrip-Pause zum Kirschenpflücken. So. Ja, die Straße wird langsam etwas schlechter und holprig. Hier sind wir beim Stellplatz für heute Nacht angekommen, haben uns entschieden, nicht mehr weiterzufahren, weil es jetzt gereicht hat. Wie lange waren wir unterwegs? Ja, so 6 Stunden mit der Mittagspause und wir haben 100 Kilometer gemacht. Ja, okay, die Mittagspause ging aber auch 1 Stunde, 1,5. Ich bin auch heute irgendwie echt K.O. Also machen wir jetzt hier Pause und hetzen nicht. Und hier waren wir auch schon mal, es ist echt ganz schön. Ja. Zwar voll an der Straße, aber man hat eine tolle Aussicht und die genießen wir dann einfach und lassen uns ruhig angehen. Und es ist noch nicht so heiß wie im Tal. Das stimmt.
Guten Morgen. Wir haben jetzt hier noch mal kurz an diesem Staudamm gehalten, weil es schon ein bisschen beeindruckend, vor allem mit diesem ganzen Nebel und diesen alten, wahrscheinlich sowjetischen Bauwerken und alten verrosteten Strommasten. Aber wir fahren dann jetzt weiter ins Tal, hoffen, dass es nicht zu heiß wird, weil da soll es ziemlich warm sein, aber es ist noch wolkig zum Glück. Also, los geht's! Guten Morgen zusammen. Wir sind gestern noch bei diesen heißen Quellen angekommen. Wir sind noch ein ganzes Stück gefahren und sind heute Morgen extra so aufgestanden. Es ist noch nicht mal 7 und wir haben das Glück, jetzt hier alleine zu sein. Sonst ist hier natürlich immer ziemlich viel los, gerade am Wochenende. Heute ist Sonntag und jetzt genießen wir den Morgen hier sehr. Nach dem kurzen Spa-Tag machten wir uns weiter auf den Weg. Georgien ist zwar nur etwa so groß wie Bayern, durch die schlechten Straßen und nur einen recht kurzen Autobahnabschnitt zieht es sich aber hin. Als wir auf der Höhe von Tbilisi nach Norden auf die Hauptverkehrsstraße nach Russland abbogen, standen unendlich viele LKW am Straßenrand. Wir wissen nicht genau, ob dies immer so ist oder momentan verstärkt. Es war jedenfalls noch über 100 Kilometer bis zur Grenze und nahm kein Ende. Also Autofahren in Georgien ist eher ein Abenteuer. Die LKW-Schlange endete dann aber doch bald und es ging hoch in die Berge. Zum Glück waren die Serpentinen nicht allzu steil und die Aussicht wurde immer schöner. Zwischendurch stand dann nur mal wieder eine Kuh einfach so auf der Straße rum. Am Denkmal der georgisch-russischen Freundschaft machten wir einen kurzen Halt und fragten uns, wann die beiden Länder je ein freundschaftliches Verhältnis hatten. Naja, aber die Aussicht war auf jeden Fall phänomenal. Seit den heißen Quellen sind wir jetzt ein ganzes Stück gefahren, wieder in die Berge, weil im Inland von Georgien ist halt ein bisschen tiefer und das ist halt viel zu heiß jetzt im Hochsommer. Um hierher zu kommen, sind wir die Transkaukasia gefahren. Das ist die Hauptstraße direkt nach Russland. Dementsprechend ist hier auch ziemlich viel Warenverkehr, also ganz schön viele LKWs, sowohl auf den Straßen als auch am Straßenrand. Und LKWs aus sehr spannenden Ländern, sowas wie Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, also so Nummernschildern, die wir noch nie gesehen haben. Und dementsprechend gibt uns das auf jeden Fall so ein Gefühl von, wir sind noch mal wirklich weit weg von Deutschland und Zentraleuropa und entdecken gerade ganz viel Neues. Wir sind jetzt im Truso Valley angekommen, auf 2000 Metern Höhe. Und hier ist es irgendwie genau so schön, wie ich mir Georgien immer vorgestellt habe. Mit diesen grünen Hügeln, einem Fluss und dieser Weite, dieses Tal, in das man noch reinlaufen kann. Und hier werden wir die nächsten Tage verbringen, wieder ein bisschen runterkommen, in der Natur sein und das einfach nur genießen. Wir lieben es, auf Reisen lokales Essen zu probieren, aber noch viel schöner finden wir es, Gerichte nachzukochen, sodass wir sie überall auf der Welt essen und uns damit an die Zeit und das Land, wo wir sie das erste Mal gekostet haben, zurückerinnern können. Heute mache ich daher Badricani, eine georgische Vorspeise aus Aubergine, gefüllt mit einer Walnusscreme. Ich habe alle Zutaten nach Augenmaß verwendet, schreibe euch aber alle Details in die Videobeschreibung. Normalerweise gehören noch Kräuter und Granatapfelkerne dazu, diese hatte ich aber leider nicht zur Hand. Wir können euch sehr empfehlen, dieses leckere, einfache und vegane Gericht nachzukochen, um ein bisschen Georgien zu Hause zu haben.
werden dieses beeindruckende Tal auch noch weiter erkunden. Um das zu machen, müssen wir aber erstmal einkaufen gehen, weil wir haben gar nichts mehr zu essen. In dieser Kaukasusregion gibt es auch noch viel mehr zu entdecken. Irgendwelche Gletscher, Wasserfälle, Klöster auf irgendeinem Berg. Um das zu sehen, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich sage Tschüss auf Georgisch, nach Vamdis.